Wenn du aus Dubai zurück nach Deutschland geflüchtet bist, vor dem Hintergrund der dortigen geopolitischen Lage, dann gibt es einige Fallstricke steuerlicher Art in Deutschland, die du unbedingt beachten musst. Und genau darauf wollen wir einmal in diesem Video näher eingehen. Auf diesem Kanal geht es ja meistens um das Thema Auswandern. Das heißt also Deutschland, Österreich und manchmal auch die Schweiz zu verlassen, in ein anderes Land zu ziehen und welche steuerlichen Komplikationen damit verbunden sind. Tatsächlich gibt es aber nicht wenige Fälle, wo wir jetzt gerade die gegenseitige Entwicklung sehen. Immer mehr Deutsche, die in den letzten Jahren in Dubai gewohnt haben, insbesondere kehren nach Deutschland zurück aufgrund der geopolitischen Lage, aufgrund des Krieges im Iran und den Folgen für Dubai. Man plant vielleicht gar nicht lange in Deutschland zu bleiben, aber man möchte einfach erstmal raus, man möchte sich und die Familie in Sicherheit bringen und geht eben dann ganz selbstverständlicherweise nach Deutschland zurück. Sicherlich eine komplett verständliche Reaktion auf eine sehr stressige und riskante Situation. Allerdings muss man da sehr vorsichtig sein. Man sollte hier nicht naiv dran gehen und man sollte letztlich die steuerlichen Angelegenheiten, die sich daraus ergeben, nicht dem Zufall überlassen, sondern man sollte das sehr bewusst machen und auch sehr geplant machen, denn ansonsten kann es relativ schnell krachen und unangenehme Folgen haben, möglicherweise auch angenehme Folgen, wie wir gleich sehen werden. Also das darfst du nicht einfach so passieren lassen. Das solltest du dir von vornherein überlegen, bevor du den Rückflug antrittst oder eben dann in den ersten Tagen in Deutschland. Denn möglicherweise ist es besser, dass du dich nicht nach Deutschland rettest, sondern vielleicht in ein anderes Land, vielleicht die Schweiz, vielleicht Österreich oder zum Beispiel könnte Spanien, wie wir gleich sehen werden, auch für eine temporäre Anwesenheit die bessere Wahl sein als Deutschland. Also, was sind die 4 steuerlichen Risiken oder die 4 steuerlichen Fallstricke, die du beachten musst, wenn du aus Dubai zurückkehrst nach Deutschland? Erstens ist es natürlich der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt. Du weißt, wenn du in Deutschland einen Wohnsitz hast, dann bist du automatisch unbeschränkt steuerpflichtig, egal wie viele Tage du verbringst. Es ist komplett egal, ob du dich anmeldest beim Einwohnermeldeamt. Es ist doch komplett egal, wie lange du dich in Deutschland aufhältst. Wenn du dort zum Beispiel eine Wohnung auf unbestimmte Zeit anmieten solltest oder auch ein Familienmitglied dich zum Beispiel eine Wohnung nutzen lässt auf unbestimmte Zeit. Also alle solchen Arrangements, die darauf hindeuten lassen, dass du einen längerfristigen Wohnsitz in Deutschland hast und längerfristig kann alles andere sein als unbestimmt. Ja? Also es ist natürlich was anderes, wenn du sagst, ich gehe für 2 Wochen meine Tante besuchen, ich gehe für 2 Wochen meine Eltern besuchen. Das ist eine Sache, aber wenn du sagst, wir kommen jetzt einfach mal an und sind einfach mal da und sehen dann weiter, dann haben wir schon einen komplett anderen Sachverhalt. So, das ist der Wohnsitz, der auf jeden Fall die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslöst. Die zweite Sache ist der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Manche denken, es sind 183 Tage im Kalenderjahr. Das stimmt aber nicht. Man redet von einem beliebigen 6-Monats-Zeitraum, egal ob der sich auf 1 Jahr oder 2 Jahre verteilt. Je nachdem also, wie oft du zum Beispiel schon in Deutschland warst, als du noch in Dubai gelebt hast, kann es sein, dass du relativ schnell auch bei mehreren Aufenthalten einen zusammenhängenden Aufenthalt in Deutschland hast, beziehungsweise das kann dir so ausgelegt werden und dann wird eben ebenfalls die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland ausgelöst. Zweiter Fallstrick, und das ist eigentlich etwas Positives, es gibt ja die sogenannte Wegzugsbesteuerung und wenn du die Wegzugsbesteuerung bezahlt hast, als du Deutschland verlassen hast, dann solltest du dich jetzt fragen, ob du sie möglicherweise wieder zurückbekommst. Denn wenn du weniger als 7 Jahre im Ausland bist, beziehungsweise zum Teil auch weniger als 12 Jahre, dann ist es möglich, dass die Wegzugssteuer gestundet wird, beziehungsweise wenn du sie bezahlt hast, dass sie dann eben erstattet bekommst. Das wäre ja möglicherweise eine positive Sache. Das ist eben auch etwas, was du mit deinem Steuerberater prüfen müsstest, wie natürlich alle Sachverhalte, die wir hier besprechen. Red mit deinem Steuerberater, red mit deinem Steueranwalt, damit du keine Fehler machst. Der dritte Punkt ist deine Firma. Wenn du eine Firma in Dubai hast, die du dort betreibst und jetzt sagst du auf einmal, okay, jetzt bin ich aus Dubai weg, jetzt bin ich wieder in Deutschland zurück, ich werde eben meine Firma von hier leiten, ich werde das Business mal temporär von Deutschland aus machen, dann hat diese Gesellschaft in Deutschland eine Betriebsstätte. Ihre Gewinne sind dann in Deutschland zu versteuern. Sie muss letztlich nach deutschen Standards Buchhaltung abliefern. Sie wird also behandelt wie eine deutsche GmbH auch und das kann eigentlich nicht in deinem Interesse sein. Also das heißt, wenn
wenn du eine Firma in Dubai besitzt, du bist der Geschäftsführer, du reist nach Deutschland, dann musst du auf jeden Fall darauf achten, dass du keine leitenden Funktionen ausübst von deutschem Boden für diese Gesellschaft, die darauf schließen lassen würde, dass Deutschland Sitz der geschäftlichen Oberleitung ist. Denn Sitz der geschäftlichen Oberleitung ist Sitz der Besteuerung. So, der vierte Punkt schließlich, das ist dein Gehalt. Wenn du von deiner Firma in Dubai ein Gehalt bekommst, und da ist jetzt egal, ob du Geschäftsführer bist oder nicht Geschäftsführer bist, und du arbeitest dann von Deutschland aus für deine Firma, eben auch als Sachbearbeiter, auch als kleine Nummer, sage ich jetzt mal, dann ist das, was du in dieser Zeit verdienst, in Deutschland steuerpflichtig. Warum ist das so? Nun, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und daher bedeutet das, selbst wenn du für ein ausländisches Unternehmen nur kurze Zeit in Deutschland tätig bist als Angestellter, fällst du damit unter die sogenannte beschränkte Steuerpflicht, § 49 Einkommensteuergesetz. Und das muss dann in Deutschland versteuert werden. Wenn du es nicht versteuerst, könnte das möglicherweise Steuerhinterziehung sein. Und das willst du natürlich vermeiden. Also wie wir an diesen 4 Punkten sehen, kann das Ganze ziemlich problematisch werden. Vor allen Dingen und spezifisch, wenn du nach Deutschland reist. Was könnten Alternativen sein? Nun, ich hatte schon einige Staaten erwähnt, zum Beispiel die Schweiz oder Österreich. Beide haben ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, dort hat man nicht unbedingt wenigstens Teile der Risiken, die ich vorhin angesprochen habe, das Betriebsstättenrisiko oder aber eben auch das Risiko, dass du dort beschränkt steuerpflichtig bist, weil du von dort arbeitest. Jedenfalls nicht so einfach wie in Deutschland. Also auch da muss man sich das Ganze anschauen. Auch da besteht das Risiko möglicherweise, muss man ganz klar sagen. Aber aufgrund des DBAs hat man da einen gewissen DBA-Schutz. Spanien könnte attraktiv sein, weil du eben in Spanien dich aufhalten kannst. Bis zu 183 Tage. Du darfst in Spanien auch einen Wohnsitz haben, ohne dass du dort unbeschränkt steuerpflichtig wirst. Ich hatte ja gesagt, in Deutschland, jeder Wohnsitz löst eine unbeschränkte Steuerpflicht aus. Das ist in Spanien nicht so. In Spanien darfst du einen Wohnsitz haben. Da legt man sehr viel Wert auf diese 183 Tage. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal sagen willst, okay, ich muss mal weg, vielleicht 3 Monate, vielleicht 6 Monate, könnte Spanien möglicherweise attraktiv sein, wenigstens im Hinblick auf die unbeschränkte Steuerpflicht. Themen wie die Betriebsstätte oder auch die beschränkte Steuerpflicht durch die Arbeit dort muss man auch in Spanien natürlich anschauen. Das heißt, es wird schwierig sein, ein Land zu finden, was jetzt wirklich alle Boxen tickt, aber Deutschland, weiß man schon, tickt überhaupt keine Boxen. Ja, das heißt, dort ist das Risiko tatsächlich erheblich. Wenn das ein Thema ist, was auch dich bewegt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wie ich ja eingangs bereits gesagt habe, beraten wir hauptsächlich Mandanten, die Deutschland und Österreich verlassen. Aber immer wieder haben wir natürlich auch Mandanten, die den entgegengesetzten Weg gehen und sich dann fragen, was das für steuerliche Implikationen tatsächlich für sie hat, beziehungsweise wie sie negative steuerliche Implikationen vermeiden können. Beratung ist hier das Wichtigste. Wir arbeiten auch diesbezüglich dann mit hervorragenden deutschen Steuerberatern zusammen, die im internationalen Steuerrecht sehr versiert sind, die dich dann auch diesbezüglich zum Beispiel betreuen könnten und vertreten können. Auch natürlich, was die Auswahl eines alternativen Standortes anbelangt, ein paar hatten wir schon angesprochen, wo du mal kurzzeitig überwintern kannst, ich nenne es mal so. Oder vielleicht bist du auch in der Situation, dass du sagst, naja, von Dubai habe ich jetzt die Schnauze voll, ich will irgendwo ganz anders hin. Wo ist es denn ebenfalls steuerlich so interessant wie in Dubai? Zum Beispiel Panama könnte man jetzt sagen. Auch da können wir dich natürlich beraten. Ich selbst bin vor 26 Jahren aus Deutschland und der EU weggezogen und seit 20 Jahren beraten wir Mandanten hinsichtlich eines optimalen steuerlichen Setups im Ausland rund um das Thema Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaften und internationale Vermögensdiversifikation. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.